Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV bei einer neuen Folge zur Serie How to Ride a Motorcycle, Motorradfahren lernen. Und in dieser Folge schauen wir uns an die richtige Blicktechnik beim Motorradfahren. Ja, die richtige Blicktechnik beim Motorradfahren, da geht es auch viel um Psychologie, da geht es auch viel um Biologie, da geht es auch darum, warum schauen wir wohin und worauf achten wir, wo schaut man hin und was macht das alles mit uns. Ja, Menschen gibt es schon relativ lang auf dem Planeten, Motorräder halt leider noch nicht so lange, weil sonst ist den Vorfahren einiges entgangen, gibt es jetzt seit ein bisschen über 100 Jahren. Und natürlich haben sich da im Kopf nicht alle Dinge so rasch angepasst auf diese Schräglagen, die da gemacht werden, auf diese Geschwindigkeiten. Und um dieses biologische Handicap ein bisschen zu kompensieren, gibt es ein paar Übungen, gibt es ein paar Tricks, gibt es ein paar Techniken, um mit einer richtigen Blicktechnik den armen, überforderten Körper auf dieses neue Geschwindigkeitsniveau des 21. Jahrhunderts heranzuführen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie unterschiedliche Leute, also Rennfahrer, Fahrtechnikexperten, Otto-Normalverbraucher mit dem Thema Blicktechnik umgehen. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Weil die Evolution uns nicht gelernt hat, mobil zu schauen. Das Problem ist, dass man als selbst sich bewegender Mensch, also laufen, gehen, Geschwindigkeiten erreichen, die man natürlich bei weitem nicht die Fahrgeschwindigkeit darstellt, die wir heute mit den Hilfsmitteln, Auto, Motorrad und so weiter erreichen können. Bei 120, 130 km/h sind wir auf alle Fälle schon 8-mal schneller, als wie man mit grob 16 bis 18 km/h Dauerlauf. Also kurzzeitig kann jeder Mensch möglicherweise, auch wenn er nicht allzu trainiert ist, Richtung 30 km/h laufen, aber das ist nicht über mehrere 100 Meter möglich. Und da reicht unsere Reaktionszeit, ein Hindernis zu sehen, reagieren im Laufen und am Hindernis vorbeizulaufen. Wenn ich jetzt da ganz normal schaue, sehe ich im peripheren Blickfeld sogar meine Finger. Aber wenn ich Stress habe, ist der Tunnelblick, so wie ein Pferd mit den Scheuklappen. Und dann werden viele Sachen, die aber wichtig sind, nicht mehr wahrgenommen, weil die meisten Verkehrszeichen und Hinweisschilder sind neben der Fahrbahn. Also, es gibt ja nur den Flaschenhals, der übrigens dort auf der Fahrbahn ist. Da gibt es auch den Flaschenhals für eine Engstelle, für die kommende Engstelle. Das ist eine Bodenmarkierung auf der Fahrbahn. Das ist echt nicht automatisch und also bei mir ist es jetzt her, keine Ahnung, in den 70er, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Ich habe ja nicht einmal in die Fahrschule gehen müssen, ich habe dann irgendwie den Führerschein anders machen können, glaube ich. Also diese praktische Sache, die habe ich mir selber aneignen können und dann einfach zur Fahrprüfung gehen. Die Theorie hat man schon lernen müssen in einer Fahrschule und mir hat es überhaupt nie jemand gesagt mit dieser Blicktechnik. Da bin ich wirklich sehr, sehr spät drauf gekommen. Und das ist aber was ganz, ganz Entscheidendes und ich bin mir ganz sicher, selbst als erfahrener Motorradfahrer hast du das nicht drauf. Das hast du nicht intus. Ein Beispiel vielleicht, wir machen ganz leibende Willi-Fotos, also unten in Spanien und in der Mitte, am Mittelstreifen stehen so Signalhüte. Und ich will dort dahin und wie gesagt, da war ich wirklich ein erfahrener, sehr guter Motorradfahrer, habe das mit der Blicktechnik auch schon gewusst und merke, oha, jetzt zieht es mich aber dort auf diese Signalhüte hin. Ich habe so ein bisschen so eine leichte Schräglage gekriegt in der Luft und habe das nicht mehr korrigieren können und habe diesen Signalhut fixiert und bin natürlich volle Kanne drüber gerauscht. Volle Kanne! Und das ist so, dieses nicht das anschauen, wo die Gefahr ist, sondern dort, wo es sicher ist, das musst du wirklich immer wieder ganz hart trainieren, da musst du wirklich zwingen, wegzuschauen. Und da gibt es aber super, das kannst du bei jeder Ausfahrt kannst das trainieren. Und ich würde das, also ich mache es selber, ich mache es sicher 3-4 Mal im Jahr, dass ich sage, okay, heute Blicktechnik bewusst die zwingen, dass du woanders hinschaust. Das ist nicht so einfach. Und aber im Endeffekt wahrscheinlich die wichtigste Regel beim Motorradfahren. Also wir versuchen das so rüberzubringen. Erstens ist das zentrale Thema in der Motorradfahrtechnik überhaupt, die Blicktechnik.
Und auf der einen Seite theoretisch wieder ganz einfach. Es gibt nur 3 Regeln da zu beachten. Das eine ist weit genug vorausschauen, das zweite ist Kopf in die Kurve drehen und die dritte Regel ist Augen immer horizontal halten. Wenn man die 3 Regeln beachtet, hat man alles richtig gemacht. Natürlich im Detail ist es dann schwierig, weil man sieht das speziell bei ungeübten Motorradfahrern, dass der Blick einfach viel zu kurz ist. Das heißt, es wird knapp vors Vorderrad geschaut und dann wird das Fahren sehr stressig und mühsam. Sobald es gelingt, und das auch mit Übung, dass man den Kopf hebt und weiter vorausschaut, wird das Motorradfahren entspannt und dann beginnt es ein Vergnügen zu werden, weil ich eben früh genug erkennen kann, was jetzt alles auf mich zukommt und dann kann ich entspannt darauf reagieren. Beim Kurvenfahren kommt also das Kopfdrehen dazu und ist ganz, ganz wesentlich, speziell jetzt bei engen Kurven, dass man hier auch weit genug vorausschaut. Das bedeutet aber, ich muss jetzt in der Kurve wirklich den Kopf dorthin drehen, wo ich hinfahren will. Wenn da der Blick zu kurz ist, wird die Kurvenlinie nichts und die Fahrlinie nichts. Und dann bin ich auch gefährlich unterwegs, weil ich alles erst sehr, sehr spät sehe. Und dazu kommt noch der dritte Punkt eben, Augen parallel zum Horizont. Das heißt, trotz Schräglage ist es ganz, ganz wesentlich, dass ich die Augen so halte. Unsere Augen sind gewohnt, Informationen in der Position aufzunehmen. Wir lesen auch so die Zeitung und nicht so. Das funktioniert zwar schon, aber das Gehirn braucht viel, viel länger, um alles zu verarbeiten. Und diese Zeit habe ich beim Motorradfahren nicht. Also wer diese 3 Regeln beherzt, der wird Vergnügen am Motorradfahren haben. Also der Mensch ist extrem darauf koordiniert, die Wahrnehmung eines Menschen basiert sehr stark auf horizontale Ausrichtung der Augen. Sobald du eine Schräglage hast oder die Augen schräg hältst, ist es unheimlich schwer, was zu sagen, ist das gerade, ist das schief, wie ist der weitere Weg. Also das kann jeder mal probieren am Motorrad, wenn es gerade ausgeht, einmal den Kopf schräg zu halten. Das ist fast unmöglich, dass du da wirklich gerade weiterfährst. Also für mich beginnt die richtige Linie auf der Landstraße oder generell das Thema Linienwahl auf der Landstraße mit einer richtigen Kopfhaltung und Blickführung. Ein Fehler, den ganz viele Einsteiger machen, beziehungsweise Leute, die es halt noch nicht anders gelernt haben, die schauen nur quasi bis aufs Vorderrad und halt dann 5 Meter drüber hinaus. Aber ganz wichtig ist, dass man einfach den Kopf zum Kurvenausgang schon mal dreht, in der richtigen Haltung ist und dann eben den Blick wirklich weit nach vorne richtet und immer das anvisiert, wo man hinfahren möchte. Und damit hat man dann auch die Gefahr ein bisschen gebannt, dass man in Schrägsituationen, wo halt die Augen automatisch geradeaus stellen, also diese Ausrichtung, die gibt es ja dann in Schrägsituationen, dass man dann halt auch dorthin fährt, in die Wiese. Und wenn der Kopf schon mal in die richtige Richtung gedreht ist, dann habe ich da eben ein bisschen Sicherheitspolster und kann das ein bisschen besser lösen. Das richtige Schauen findet so statt, dass ich eigentlich lernen muss, mich nur so schnell zu bewegen, dass ich trotzdem im peripheren Bereich, also Vorbahnrand, Verkehrszeichen, Annäherung bei Kreuzungen von anderen Verkehrsteilnehmern, dass ich das wahrnehmen kann. Wenn da schon Defizite entstehen, fahren wir sowieso schon in einen relativ hohen Risikobereich. Dann, wenn man jetzt reiner Kurvenstrecken nimmt, wir fahren der Nase nach, weil es ist auch gefährlich, wenn ich in einer Rechtskurve fahre, und ich würde nur die Augen nach rechts drehen. Ab einer gewissen Augendrehbewegung wird mir der eigene Nasenrücken zur Sichtbehinderung, in dem Fall nachher fürs Äußere, fürs linke Auge. Und dann sehe ich, wenn ich jetzt das Auge zumache, da sehe ich jetzt meine Finger. Das heißt aber, ein Auge sieht nicht dreidimensional, sondern nur zweidimensional. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir den Kopf zu wenig drehen und ein Teil der Kurve, links oder rechts ist egal jetzt, es gilt jetzt für beide Seiten, und ich schaue dann, sehe einen Teil dorthin, wo meine Orientierung hinführen soll, nur zweidimensional. Und da fangen wir uns an, schon in der Annäherung mit der Position zu verschätzen. Und dann kann sehr schnell die Vorlinie sich falsch entwickeln. Sprich, man kommt zu nahe zum Vorbahnrand oder zu nahe zum Gegenverkehr. Bei den Schräglagen, was auf der öffentlichen Straße noch sinnvoll sind wir Menschen eigentlich in der Lage, den Kopf noch gerade zu halten. Also wenn ich jetzt den Kopf da so schief da halte, kann ich in der Schräglage den Kopf ja gerade halten. Und jetzt habe ich nur schief gelegt. Ich muss natürlich, wenn es um eine Linkskurve geht, den Kopf nach links drehen. Wie schon vorhin gesagt, wir fahren der Nase nach. Weil wenn man den Spruch sich zu interpretieren versucht, ist so, wenn ich dorthin schaue,
wo ich hinfahren will und die Nase dorthin drehe, links oder rechts, dann schaue ich geradeaus. Dann habe ich den besten dreidimensionalen Wahrnehmung. Dass man sich dann mal Gedanken macht, wo ich mich denn gerade befinde, beziehungsweise wo ich konkret hin will. Egal ob auf der Landstraße auf meiner Fahrspur, 1 Meter weiter links oder 1 Meter weiter rechts, oder auf der Rennstrecke, diesen Punkt zu treffen, das ist dann der Unterschied. Und dazu würde ich das jetzt mal verschärfen mit der Blickführung. Ich muss mir Orientierungspunkte setzen. Ja, auf gut Deutsch gesagt, wenn man es bildlich machen will, ich lege mir auf meine Fahrbahn Bierdeckel weit voraus, die ich dann sehe, kurz fixiere und dann auch treffe. Der Blick muss weiter vorgehen. Ne? Und natürlich in der Kurve soll er dann auch im Schlifterjoch zuerst einmal ganz zu mir gehen. Und dann, das macht selber das Auge. Aber das ist wichtig. Ich vergleiche es immer beim Skifahren. Wenn ich sage, die Gäste kommen uns zweimal, meistens im Sommer Motorrad fahren, im Winter zum Skifahren. Und dann sage ich auch immer, wenn du bei Neuwedeln bist, dann schaust du dir auch, wenn du mal fährst, wo du hinfährst. Oder wo du deine Ski hinleitest. Dann sagen sie, ja, eigentlich hast du recht. Das richtige Schauen ist das Um und Auf und das merkt man beim Einspurigen noch viel stärker als beim Mehrspurigen. Das Grundproblem ist, dass der Mensch seit 100.000 Jahren darauf programmiert ist, dass er die Gegend abscannt, um zu entscheiden, wenn was kommt, ist es ein Freund oder ein Feind. Und wenn es ein Feind ist, habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann mich verteidigen oder ich kann zum Rennen anfangen. Weil einen Sesselkreis macht man nicht, wenn das Löwenrudel hungrig um die Ecke kommt. Jetzt ist der Mensch halt im Prinzip darauf programmiert, das anzustarren, wovor er sich fürchtet. Dann fährt er aber genau dorthin und das ist das, was wir beim Motorradfahren nicht brauchen können. Du siehst das auf der Skipiste. Mitten auf der Piste steht ein Baum, fahren sie alle dagegen. Du siehst das beim Radfahren, beim Motorradfahren. Ist in der Kurve irgendwo ein Ölfleck, liegt irgendwo der Split, dann schauen die Leute genau dorthin und dort zieht es ihnen dann das Vorderrad weg. Das heißt, die Schulung der Blicktechnik, dorthin schauen, wo ich hin will, weil dort fahre ich dann letztendlich auch hin, das ist der Lerneffekt schlechthin beim Motorradfahren. Ist beim Autofahren genauso, nur wird man es halt beim Motorradfahren viel deutlicher merken. Im Stadtverkehr ist die Blicktechnik besonders anspruchsvoll, weil man in der Blicktechnik ja auch unterscheidet unter einem Richtungsblick, der mir bestimmt, wo die Fahrlinie hingeht, und unter einem Kontrollblick. Und gerade im Stadtverkehr muss man tausende Kontrollblicke jederzeit machen. Das heißt, ich muss in der Lage sein, von meiner Fahrlinie kurz wegzuschauen, um zu checken, zu prüfen, was macht der Autofahrer, bleibt er stehen, was ist mit dem Fußgänger, was passiert hinter mir, ein kurzer Blick auf die Armaturen. Und das muss ich alles beherrschen, ohne dass es meine Fahrlinie beeinflusst. Das kann ein Anfänger überhaupt nicht. Das kann ein Profi, wenn wir jetzt hernehmen, ein Polizist oder ein Fahrlehrer, die können das perfekt, weil sie es antrainiert haben, ihre Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten und trotzdem ihre Fahrlinie beizubehalten. Aber das muss man üben, üben, üben. Ja, blicktechnisch schaut es so aus, wir haben ja da eine wunderbare Kreisbahn, mehr oder weniger endlose Kurven, also wo man einige Runden drehen kann und natürlich man merkt vielleicht selber, dass man sich nicht wohl fühlt. Und das ist halt unsere Aufgabe als Instruktor, diese Kopfposition oder diese Blicktechnik so einzujustieren, dass man da wirklich dementsprechend da hinschaut, wo man hinfahren will, dass man relaxed durch die Kurven kommt, wo es natürlich ein wesentliches Thema ist. Und ein Biker ist ja nicht so, dass das eine Arbeit ist, sondern Motorradfahren geht mir ja, weil man Spaß haben will. Und unser Ziel ist es, den Spaß-Event hervorzuheben. Und da ist es wichtig, dass ich gescheit schaue, weil dann sitze ich relaxed drauf, dann fahre ich um die Kurven um mich und freue mich schon auf die nächste Kurven. We have 37 different, we call them drills, right? Exercises that the riders, that the coaches can use on track to improve the visual skills of our students. Also der Unterschied zwischen Rennstrecke und Road Racing bei der Blickführung ist für mich so, dass auf der Rennstrecke sehe ich den Eingang von der Kurve, sehe den Mittelpunkt von der Kurve, wo ich ganz innen sein muss, und dann kann ich schon immer dorthin schauen und dann kann ich auch natürlich dorthin fahren. Und am Road Racing ist sehr viel blind, das heißt, ich fahr hin, suche mir Referenzpunkte, die mir helfen,
Und schau aber dorthin, aber den Rest muss ich mir vorstellen. Das heißt, ich muss eine Kurve fahren, muss mir vorstellen, da hinten drüben muss ich dann ganz innen sein in der Kurve, am Scheitelpunkt. Das heißt, ich muss von da, also da spielt sich sehr viel in der Vorstellungskraft ab. Und das ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich es live sehen würde. Wie du sagst, auf der Landstraße gestaltet sich das oft ein bisschen schwieriger, weil man nicht in der Lage ist, weit in die Kurve reinschauen zu können. Weil ein Berg daneben ist, ein Hang oder Leitschienen. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Auch ein Grund, warum man sich da vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte, weil man den Kurvenverlauf nicht abschätzen kann. Deswegen brauche ich immer ein bisschen Reserven, um nochmal korrigieren zu können, weil ich nicht so weit schauen kann. Die Blicktechnik ist das Wichtigste beim Motorradfahren. Das steht bei mir an Nummer 1 und dann wird alles hinten nachgereicht. Das ist alles dann sekundär. Die Blicktechnik, warum? Alles, was ich sehe, kann ich fahren. Wenn ich was nicht sehe, fahre ich es auch nicht. Und bei so schnellen Kurven, wie wir es jetzt da gehabt haben, wie du gerade gefahren bist, deswegen, weil die Geschwindigkeit hoch ist, die Fliehkräfte sind hoch, die Kreiselkräfte von den Rädern wirken natürlich irrsinnig stark und da muss wirklich alles passen. Und einen Meter zu spät eingelenkt, wirkt sie natürlich drastisch aus. Gell? Und dadurch ist das Schauen irrsinnig wichtig und bei so schnellen Kurven, so wie wir es da jetzt da haben, weit vorschauen, so weit wie möglich vorschauen, den Asphalt abtasten, die Kurvenlinie abtasten und wirklich schauen, wo muss ich meine Fahrlinie ansetzen. Kopf gerade halten, dass das Augenniveau muss immer parallel zum Horizont sein oder zur Fahrbahn sein, dass ich eine gute Einschätzung habe und nicht den Kopf mit hineinnehmen, weil dann verschwindet mir das Bild. Und das sind so die essentiellen Sachen, was bei so schnellen Kurven vorwiegend einmal der Blick ist. Slogan heißt Lernen durch Erleben. Einfach herzeigen und beweisen, dass es so ihm besser geht. Ob es eher dann umgewöhnt oder so, das ist wieder eine andere Geschichte im Laufe der Zeit, wenn er dann draußen fährt. Aber da herin ist das relativ einfach. Wir haben unten am unseren Spezialparcours eine relativ enge Kurvenkombination und da wird er zu gewissen Sachen gezwungen. Jetzt muss ich wieder zurückkommen auf die Blicktechnik. Wenn er dort nicht um die Kurven wirklich den Kopf umdreht und hineinschaut, dann kommt er nicht um. Und das ist so der klassische Beweis. Ich zeige ihm das, zeige es ihm vor und wenn es er dann nicht nachmacht, kommt er nicht um. Und somit hat er auch gleich die Rückmeldung, ich muss das wirklich machen. Und oft, wirklich sehr, sehr oft, kriegen wir dann die Aussage, das hat mir noch nie wer gesagt. Jetzt fahre ich schon so lange, jetzt fahre ich schon tausende Kilometer, bin schon überall mal dumm gefahren in sämtliche Bergstraßen, aber das hat mir noch nie wer gesagt. Und wenn ich das gewusst hätte, dann war mir bei manchen Situationen was viel einfacher gegangen. Also das hören wir sehr oft, die Aussage. Ja, aus meiner Sicht war das wirklich eine spannende Ausgabe von How to Ride a Motorcycle. Und ich bin jetzt echt gespannt, wie ihr das so seht, ob ihr da bei diesem Thema Blicktechnik das einmal in der Fahrschule ein bisschen gestreift habt und dann nie wieder beachtet habt. Oder ist es was, wo ihr euch auch aktiv darum kümmert, wirklich bewusst auch ausführt? Und ist es was, oder wo ist es was, wo ihr sagt, das ist nur so ein Blabla von schlauen Fahrtechnikprofessoren und das ist kompletter Humbug? Bin ich echt gespannt. Und wenn ihr der Meinung seid, dass es ein wichtiges Thema ist, würde ich mich aber schon auch freuen, dass ihr das auch teilt. Also bitte, wenn ihr da den missionarischen Gedanken mit mir teilt, nehmt das Video, teilt es an eure Freunde, teilt es über WhatsApp, über Facebook, damit viele andere Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer von dieser Ausgabe hier auch profitieren können. Insgesamt machen wir ja 20 Folgen von Motorradfahren lernen. Die kommen dann unten drunter alle in die Playlist rein und eine nach der anderen werden produziert und hochgeladen. Sobald es alle im Archiv sind, gibt es natürlich ein großes Finale für euch, damit wir uns alle auch wirklich schön weiterentwickeln, sicher fahren, schön fahren, leiwand fahren. Viel Spaß bei der gemeinsamen Motorradausfahrt.